Viele Mercedes-Besitzer werden das kennen, die vergilbten Edelstahlleisten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe hier diese Woche diesen Mercedes GL da. Der kriegt ein Full Detailing, das sei mal dahingestellt. Aber ich will euch eine Sache an diesem Auto zeigen. Und zwar sind das diese angelaufenen Edelstahlleisten. Die habt ihr einmal oben an der Dachreling und dann habt ihr die auch noch rings um die Fenster herum. Und die sehen dann so aus, als wären die komplett verkalkt. Also so, als hätten die überall Fettkalkflecken drauf. Und das ist natürlich echt nicht schön. Das lässt sich auch echt sehr schwer entfernen. Also mit Chemie habt ihr da echt schlechte Karten. Nein, das muss tatsächlich wirklich maschinell oder per Hand entfernt werden. Kommen wir gleich noch drauf. Ich will euch zeigen, wie ich es entferne und was ich danach empfehle, damit es erstmal lange wieder schön bleibt. Hier erklären wir erstmal, welche Utensilien ich benutze. Ganz wichtig ist immer Handschuh. Ich trage beim Polieren immer Handschuh, auch wenn ihr so per Hand arbeitet, also nicht nur per Maschine. Es ist einfach besser. Die Mittel haben nun mal Inhaltsstoffe und wenn die permanent an die Haut kommen, dann trocknet euch die Haut, im Speziellen die Hände, sehr schnell aus. Jetzt im Winter ist man dafür sowieso prädestiniert, deswegen lieber Handschuh tragen, hier so eine dünnen, völlig ausreichend. Dann braucht ihr eine Politur, am besten eine Schleifpolitur, so grob wie möglich. Ihr könnt aber auch eine Metallpolitur nehmen, von Autosol oder anderen Herstellern gibt es da wirklich genügend. Dann auf jeden Fall zu empfehlen ist Abklebeband, da ihr mit so einer groben Politur nicht über alle Flächen drüber gehen wollt, sondern nur über die Metallflächen und über nichts anderes. Dann nehme ich hier einmal eine kleine Poliermaschine. Das ist eine exzentrische, ihr könnt aber auch eine rotatorische nehmen. Ihr könnt aber auch eure Hände nehmen. Und zwar könntet ihr auch wirklich nur so ein Tuch nehmen, macht euch ein bisschen Politur drauf und rubbelt dann. Das ist für alle, die keine Poliermaschine da haben. Ist aber sehr mühselig. Wer viel Zeit hat, kann das machen. Ansonsten empfehle ich es wirklich mit einer Maschine zu machen. Möglichst kleine Maschine, da wir hier auch nur kleine Flächen haben, die wir bearbeiten wollen. Dann braucht ihr auf jeden Fall auch noch die Tücher, die ich eben schon gezeigt habe, und zwar auch zum Abpolieren. Zum Kontrollieren nehme ich ein Isopropanol-Gemisch und Kaffee darf auch nicht fehlen. Legen wir los. Gut, fangen wir an mit dem Abkleben. Das heißt, wir wollen ja nur hier rüber gehen und nicht über diese Stellen. Wenn ihr, wie ich, einfach nur eine grobe Politur nehmt und seid auch an dem Schritt, wo ihr gerade diese Flächen poliert habt, dann müsstet ihr die nicht zwingend abkleben. Wir machen es jetzt hier auch tatsächlich nicht. Ja, wenn ihr die Leisten im Zuge einer Komplettaufbereitung gerade macht, dann oder mitmacht, dann ja, macht ihr am besten als erstes oder mit dem ersten Schritt, also mit dem ersten Cut-Schritt, dass ihr einfach quasi im selben Polierstep sozusagen seid. Nicht, dass ihr dann schon Hochglanz gefahren habt und fangt dann an mit solchen groben Geschichten, arbeitet immer von grob nach fein, macht an der Stelle auf jeden Fall am meisten Sinn. Dann nehmt ihr euch eure Poliermaschine. Ich habe jetzt vergessen zu sagen, ich nehme ein Mikrofaser-Cutting-Pad, also wirklich das Gröbste, was ich da habe. Ja, die sind original weiß, aber jetzt nach einigem Einsatz ist es leider schon sehr dunkel. Nach dem Waschen wird es wieder ein bisschen heller. Und dann ein bisschen Politur rein. Ich mache es dann immer gerne so, dass ich das breit schmiere, damit ihr dann nicht irgendwie einen Haufen habt, der sich dann ja, dahin verteilt, wo er eigentlich nicht hin soll. Deswegen die Handschuhe. Wenn ich den ganzen Tag in die Politur reinfassen würde, dann würden meine Hände das irgendwann nicht mehr so geil finden. Beim Polieren ist jetzt eigentlich nichts sonderlich anderes wie beim Lackpolieren. Verteilt erstmal die Politur so ein bisschen auf der Oberfläche und dann fangt ihr mit einer niedrigeren Geschwindigkeit an, um es überhaupt erstmal grob zu verteilen. Dann geht ihr mit einer schnelleren Geschwindigkeit und wirklich sehr langsam, also sehr intensiv über die Flächen drüber und am Ende kontrollieren wir, ob das schon gereicht hat. Ganz wichtig ist an der Stelle jetzt tatsächlich mit Isopropanol das Ganze nochmal zu kontrollieren. Sprüht es immer ins Tuch, nicht auf die Oberfläche und dann einfach nur mal drüber wischen. Dann sehen wir nämlich, was wir tatsächlich für ein Ergebnis haben. Und zwar legt sich, also da sind Inhaltsstoffe in der Politur, die am Ende
euer Gesamterscheinungsbild doch verändern, sodass es besser aussieht, als es tatsächlich in Wahrheit ist. Deswegen ist dieser Schritt des Entfettens wirklich essentiell wichtig. Und das sehen wir hier auch sehr schön. Vorher hat man schon gedacht, das wäre hier alles weg, aber wir haben hier tatsächlich am Rand immer noch diese Kalkschicht sozusagen. Sind wir noch nicht ganz gut hingekommen. Das liegt einfach daran, dass das da so eklig am Rand ist. Und da kommt man dann natürlich sehr schlecht ran. Die restlichen Bereiche, also hier und auch hier oben, sehen schon sehr gut aus. Das können wir schon fast so lassen. Ich werde aber nochmal komplett drüber gehen, also auch über diese Bereiche, sodass dann da etwaige Überbleibsel auch mit weggenommen werden. Den Rest gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. So, mit Polieren sind wir soweit fertig. Woher kommen eigentlich diese Verschmutzungen bzw. dieses Angelaufene? Das kann mehrere Gründe haben. Auch Edelstahl rostet tatsächlich. Rostet anders, also oxidiert anders als wie man es von Stahl kennt. Sieht ein bisschen anders aus. Ist meistens so, sind so weiße Gänge, die sich dann da durchs Material fressen. Und natürlich, wenn man zu scharfen Reiniger da drauf kippt und dann das einbrennen lässt, ja, ihr merkt es, eingebrannt ist. Also Sachen, die sich auf der Oberfläche natürlich dann festsetzen, die nicht rechtzeitig runtergewaschen werden. Und wir haben es hier an dem Auto an mehreren Stellen, auch an den unischwarzen Hochglanzflächen, an den Seiten, an den Türholmen. Die sind auch komplett blind durch falschen Reiniger. Das kann natürlich passiert sein, selber aufgesprüht, zu lange draufgelassen oder in der Sonne angewendet. Oder zu scharfer Reiniger in der Waschstraße. Man weiß es nicht. Ist ein importiertes Fahrzeug, das habe ich schon gesehen. Das heißt, man weiß auch nicht, was die da angewendet haben. Die Materialien sind ja quasi von hier, aber ob die Reiniger von dort auf dem Fahrzeug, naja, lange Geschichte. Auf jeden Fall geht es jetzt natürlich um das Versiegeln. Und da habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr habt einmal dieses Lager der Versiegelung und ihr habt einmal das Lager der Beschichtungen. Versiegelungen sind so Sachen wie Wachse oder Sprühversiegelung, Nanoversiegelung, solche Sachen. Ihr ahnt es, ich mache das andere natürlich bei dem Auto sowieso, bei dem Auftrag. Die werden beschichtet. Das heißt, hier kommt auch eine Keramik drauf. Vorteil an der Stelle ist natürlich, ihr habt einen echten Schutz. Ihr habt nicht nur den Glanz und das Easy to Clean, sondern ihr habt halt wirklich einen Schutz. Und ich vergleiche die beiden Lager gerne so. Ihr seid am Kochen und ihr wollt die Pfanne vorm Anbrennen schützen und dann könnt ihr entweder eins machen, ihr könnt Öl in die Pfanne tun, das wäre das Lager des Versiegels, oder ihr könnt die Pfanne mit Teflon beschichten. Das ist das Lager der Keramikbeschichtung. So, und jetzt könnt ihr selber überlegen, was besser ist. Beides. Ja, na klar. Nee. Hier wird tatsächlich beschichtet, um einfach vor langfristiger Vergilbung wieder zu schützen. Und es funktioniert wirklich hervorragend. Gerade bei diesen Sachen, aber auch zum Beispiel bei solchen filigranen Chromleisten. Nicht alle haben diese Edelstahlleisten, die sind ja irgendwann wieder hochpolierbar. Aber ihr habt auch ganz viel diese Chromleisten und das ist nur aufgedampfter Chrom auf Kunststoff. Und der ist super dünn. Die Schichtdicke ist wirklich sehr wenig. Und das ist sehr schnell weg. Und das ist dann immer sehr schade, weil das kriegt ihr halt nicht wieder hin. Da ist halt nichts mehr mit Polieren, sondern das ist halt tatsächlich weg. Und gerade die lohnen sich natürlich wirklich sehr, wenn man die beschichtet. Dann halten die nämlich extrem viel länger, einfach weil man ja quasi fast nochmal so viel Schichtdicke da drauf tut, ja, als Schutz. Und das tun wir hier auch. Das wird jetzt beschichtet im Zuge des kompletten Detailings, der kompletten Keramikbeschichtung. Ich bin noch nicht fertig mit dem Auto, deswegen spulen wir gleich noch ein bisschen vor. Und dann seht ihr quasi das Ergebnis nach der Beschichtung für euch jetzt aber sofort. Damit sind die Edelstahlleisten nun sehr schön wieder aufbereitet und auch versiegelt.
Die Versiegelung schluckt tatsächlich auch nochmal ein bisschen was von diesem Kalk an den Stellen, wo ihr vielleicht am Anfang noch nicht perfekt rangekommen seid, an den Rändern und so oder unten, hinten, wie auch immer. Es ist ja nun mal sehr verwinkelt, ist es auch nicht immer ganz einfach, überall perfekt ranzukommen. Es ist dann auch immer so ein Aufwand-Zeit-Ding. Man muss halt schauen, dass man das in einer annehmbaren Zeit hinbekommt. Hier, das war ja so eine Komplettaufbereitung von diesem Mercedes GL. Der wurde komplett aufbereitet und komplett versiegelt. Übrigens ein 10 Jahre altes Auto, das nun wieder aussieht wie neu. Und ja, die ganzen Edelstahlleisten jetzt, also alles im Sichtbereich, ist wieder hervorragend. Auch den ganzen Chrom unten, also er hat vorne so eine große Chromleiste und hinten auch, beziehungsweise diese Zierblenden von den Auspuffrohren, auch die sind wieder sehr, sehr schön geworden und können sich echt wieder sehen lassen. Ja. Ihr habt jetzt natürlich auch sehr, sehr lange Schutz durch diese Keramikbeschichtung. Die sorgt einfach dafür, dass gerade diese Sachen eben nicht so schnell wieder anlaufen, sondern das dauert jetzt Jahre, bis es überhaupt erstmal wieder anfängt. Denkt dran, wenn ihr die Keramik richtig pflegt, dann hält sie auch sehr viel länger, als der Hersteller es angibt. Der Hersteller sagt hier so 3 Jahre, es geht aber deutlich mehr. Es kommt doch immer sehr auf die Kilometerleistung an, die ihr dem Auto halt zumutet. Das Auto hier, das hatte keine enorme Kilometerlaufleistung, das hat man auch im Zustand gesehen. Das war für ein 10 Jahre altes Auto echt in einem guten Zustand. Jetzt natürlich noch mal eine Ecke besser durch die Aufbereitung bei mir. Aber ich denke, der Kunde wird sich sehr über das Ergebnis freuen. Das war's von dem Video. Ich danke euch, dass ihr bis hierher geschaut habt. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.